Vandaag holla, ik vrij me dat ik kon hier met jullie top zijn. Mijn naam is Kobe Weeb. En dankzij Edward voor mij aanloden dat ik kon de gelegenheid hebben hier met jullie dat woord met te delen vandaag. Ik vrij me dat toe en het is een ganz bijzondere gelegenheid. Edward heb ik met Jan geleerd als hij in Mexico weer te jaar in juli voor de festival zijn begrafenis. En ik werd ook aan weg doorgaan. En trof hem dan door bij een begrafenis en hebben ons met Jan geleerd. Op zo'n stel vielleicht niet de basis steht, als twee mensen Jan leren. En aber de interessante weg wo God dan vieren dat. En vandaan hebben we verschillende topgereed over WhatsApp en zo wieder. En nu kan ik hier met jullie dat woord mitteilen. Hopelijk een dag kan ik persoonlijk door met jullie zijn en vielleicht jullie alle Jan leren. Ik woon in Canada. En ik zie bevrijd en ik heb drie kinderen en zie dat schijn. En vandaag wil ik mitteilen van een thema wat we manchmal niet naar weten krijgen, wo we dit eindelen willen. Van Jnod en van Vedaumt vallen. En dan is dus Jnod en we vallen ons werken Vedaumt, we vallen ons aber schuldig. En dat schuldgevoel en dat wat God ons geven dat, wanneer we een zin doen en wanneer we niet recht doen, dat gevoel wat we aan ons krijgen. En dat aber ineindelen van dat wat hij zo tun geven dat schuldgevoel, dat verdomd gevoel, de scham wat hij ons geven dat proeven we alle met inein te delen, dat we weten wat is. En zo doen we waar we reden. Johannes kapitel 1 vers 17 zegt, dat Gesetz, als sie gegeben worden durch Moses. Aber Gnade en de Wahrheit, dat komt durch Jesus Christus. Also, dat Gesetz komt durch Moses. En we weten dat in het Oude Testament, die Menschen, die moesten dat Gesetz folgen. En du werden über dem al so viel Gesetzen, dat sie dat mensen nicht folgen können. Gott hat es dann so angeführt, dass die einmal das Jahr die Menschen Tempel kommen mit einem Tier, das Opfer geben, das die Priester anstehen verehrt, und dann wird Schuldgefühl, dass wir dann Gott für ein ganzes Jahr waren. Dankzij Gott, dat hat von der anders. Jesus ist gekommen und wir brauchen uns nicht nur ein ganzes Jahr mit einem Schuldgefühl rumdrehen, aber wir können zum Tempel gehen und dort sein loszuwerden. Jesus ist mit uns, jeder Tag, jede Minute, jede Stunde, und wir können uns frei fühlen. Römer Kapitel 8, Vers 1, das ist uns Hauptvers von was wir uns wollen, mit unterholen von der. Römer Kapitel 8, Vers 1, das ist vielleicht ein sehr bekannter Vers, wenn wir reden von einem verdammt Feilen. Aber wenn wir Klimaat checken doen in Kapitel 7, du redt Paul nu de Römer veel van dat Gesetz. Wir weten dat de Römer ist vielleicht ein von den ganz dickste, voll Fleisch, voll schwere Viren, was wir manchmal den Brief mit schwer verstehen können. Aber Kapitel 7 redet viel von dat Gesetz und wo dat Gesetz uns nicht raten kann und alle gute Dinge, was ich do, uit mir selbst, was mir nicht raten. Dat bloß Jesus Christus durch sein Blut mir raten kann. Dann sagt er in Kapitel 8, Vers 1, sagt er dann so. Dann ist nu nicht mehr zu verdammen an die in Jesus Christus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist das verlangt. Dann ist du nicht mehr zu verdammen an die, was in Jesus Christus sind. Verdammt und nicht verdammt feilen. Die Bibel redet von, wir sagen, das wünschte dir, so dass wir reich hineindeilen können, wohnt das reich ist, wohnt nicht reich ist, das Gesetz, die Gnade, all das Stuff. Dass wir das weiten, wo wir können, das wird hineindeilen. In das Gesetz und die Gnade. Und bloß an Gnade leben, en nicht glauben haben, das schafft auch nicht. Wir haben Leute ein klein bisschen von Glauben und wo Glauben und Gnade top schaffen down und wo Gott das alles geführt hat. Du sind ein paar Wege, wo du leben kannst. Du hast immer die Weg, wo du kannst
ständig die verdammt fühlen, ständig schuldig fühlen. Ich habe hier alles getan, Jan hat vielleicht alles gesagt. Ich sehe vielleicht nicht so eine gute Eltern, so eine gute Mama, als ich soll sein. Ich sehe vielleicht tun strenge Führer. Wir fühlen uns leicht, sehr leicht verschuldigt, einmal verdammt und wir fühlen uns durchgedrückt. Da weit wir sind es nicht, was Gott von uns will. Und dort Schuldgefühl, dort Verdammtgefühl, der Schon, dort sind die Teufel seine größte Gereitschaft, die größte Dinge, die er brauchen hat, um die Menschen zu vernichten und zu verführen. Wenn wir wissen, dass die Teufel hat noch niemals was können merken. Heißt nicht merken. Er hat alles, was Gott gemerkt hat, verdreht er, dass die Ehe nicht was nur Gott kommt, aber dass die was nur arm kommt. Nicht unbedingt, dass die Ehe was nur so tun kommt, aber den so tun sein Ziel als uns als Menschen zu vernichten, kranken und Wort. So Gott hat die gemerkt, und wenn du so tun kannst, die merken Schlagfällen von wo du bist, wo die handeln das, was die sagen das, dann wird er das tun, und dann wird die das Schlag gehen. Und woran geht die Schlag? Das ist nicht, wenn es Gott die merkt Schlagfällen. Das ist, wenn es die so tun, prof die Schlagfällen. So, du dort hineinzuteilen, dort werden wir hoffentlich von dir vor dich merken, in der Stichern besser weiten, aber eng von dieser Zeit, wo du kannst leben und einmal ein Schuldgefühl rammen, die drehen. Sie, das Schuldgefühl, das Verdammnis, dort merken Menschen bloß dort. Dort wird uns Stress geben. Und wir wissen, dass Stress ist die größte Ursache. Die Doktors sagen, dass 70% von allen Krankheiten kommt von Angst her oder von Stress. Und Stress ist die Wurzel von Stress ist Angst. Wir fürchten uns für verschiedenste Dinge. Wir haben Angst, zum Beispiel, dass wir wollen, das nicht merken. Wir haben Angst, dass wir nicht gut genug sein. Wir haben Angst, dass wir verstorben. Wir haben Angst, dass wir nicht wollen, das checken oder jan checken. Wir haben Angst, dass unsere Kinder wollen krank werden. Wir haben Angst, dass der Mann vielleicht ein Accident zu Tod kommt. Wir haben verschiedenste Sorgen, was wir haben, was Gott niemals nicht geplant hat, was wir sollen haben. Und so, die Angst, was wir mitdrehen und was wirklich nicht an uns gehört, dort gibt uns Stress. Und der Stress, was wir haben, dort bringt Krankheiten. Uns Körper ist nicht gebaut, wirklich, uns physische Körper ist nicht gebaut, um Angst drehen, um Stress haben. Gott hat uns gebaut, dass unser Körper soll Frieden haben, wir sollen Frieden in uns haben, was soll ewig kommen, wir sollen mutig sein. So dort hat Gott uns den Körper gebaut. Aber nu, wenn wir aber voll Angst leben, voll Stress in uns Leben haben, verschiedene Dinge, die vergehen, dann unser Körper fängt an zu wundern, was soll ich mit das nicht, das geht nicht in mir bin. Und viele Krankheiten kommen davon her. Klimachecken über das Verdammnisgefühl und ein Gefühl von was Gott geben hat. Eines, was die Südhund uns geben hat, das Gefühl, und eines, was Gott uns geben hat. Wenn ich oder ich da, wenn ich eine Sinn beginne, zum Beispiel ich lege die Glück auf her, das Gefühl, was ich in mir dann kriege, dort hat Gott mir geben. Ich fühle mich verpflichtet. Aber wenn ich die vielleicht auch noch Fehler lernen, und ich habe all bekannt, aber dann hast du noch in einem Fall, wo du leicht dann unter uns kommen will, und dort einer sich verdammt fühlt. Ein Kampf von Gott, eins vom Zutun. Der Herr Jesus, der wird die Reine einmal merken, dass so kommt, dass nur dem, was du bekannt hast, dann wirst du die Reine feilen, du wirst die frei feilen, und du wirst die nur Gott feilen. Die Zutun wird die so merken feilen, dass du verdammt bist. Und er wird sagen, wenn du gelernt hast, dann bist du ein Lerner. Der wird sagen, du hast vielleicht ein Bier getrunken, du bist ein Trinker. Oder du hast über den Menschen ein bisschen was gesagt, und anderen was gesagt, du bist du Futzen und Plüder. So dort, wo die das, die Suchen, wo die sagen, die Dinge, wo die das, dort sind die, wer du bist. Der Herr Jesus übertragt die nur Gott und sagt, dort, wo du das, du bist viel zu gut zum bleiben. Der Herr Jesus wird einmal proben, die so nach zu bringen,
die te verbeteren, om die nur naar God te krijgen. En bij God weet wie, du als alles wat ons fehlt. Du als de schijnheid, du als vrede. En wenn wir vrede en vrijheid in ons leven hebben, dan wollen we gaan met vrede gewissen schaffen, met vrede gewissen met andere mensen reden. En dat vrede gewissen, dat wil die zo tun ons proben, immer dunkel te merken, dat wil die ons diester merken, dat wil de stof nog brengen, dat zal niet rein zijn, niet zo? En so, wenn wir schon dat schon materiaal doen, zie leg ik wat je doen, en ik schäme me dat ik dat je doen ha. En dat kan jaren en jaren vergaan zijn. En jedes Mal, wanneer ik aan dat denken, wat ik je doen ha, dan schäme ik me nog einmal. Dan komt er met zo'n dunklet gevoel over me. Pas bloß mal ab, wo du die feilen is, wann du wat is. Wann du wat gesagt hast. Du hast die vielleicht mal geschämt. Du hast vielleicht jemand mal wat gesagt, en du schämst die. En einmal jedes Mal, wenn du an das denken ist, dann schämen wir uns noch. Und sie dich schon. Vielleicht hast du was du passiert, wenn die vielleicht mal was du tun hast, oder wenn jemand die mal hat übergewaltigt oder so eine Dinge dort, das Schuldgefühl in dich schon will immer an uns bleiben. Sie die so tun, die merken mich immer so viel, dass wenn ich schildern sie über so Dinge, wo ich nicht mit euch getan habe. Und so das Schuldgefühl, das ist ganz gegen Gott. Sie, wir weiten dort, so ein Schuldgefühl, dort Verdammnisgefühl, das bringt uns weg von Gott. Adam und Eva in Garten Eden, was passiert da? Sie essen von der Frucht, was sie nicht friert hatten. Und wenn Gott fragt kam, wo bist du? Was tut Adam das Erste? Er hat kurz andere Schuld gegeben. Er sagt, Eva, der gibt mir von dem Baum, von der Frucht, und ich eit. Was tut Eva? Eva sagt, der Schlange, der hat mich verführt. Also wir tun immer andere Schuld geben. Und das verdammte Gefühl, das bringt uns weg von Gott. Während wir von Jesus, von dem Heiligen Jesus vermummt worden, das bringt uns nur Gott. So das ist ein Weg, wo die kurz denken, wohnt es dann nicht reich oder unreich. Die Gefühle sind für ein Mess über rein. Wenn wir weiter nicht so tun, die merken eine Kopie von dem, was Gott gemerkt hat, die merkt, bloß noch ein Sohn und verdreht das just ein bisschen, bloß ein kleines bisschen. Das ist nicht mal ganz das Wirkliche, das ist nicht mal original, das ist eine Kopie. Und aber ein weiß nur Gott, ein das nicht. Pass auf, wo die feilen das. Dann wirst du dich dort hineindeilen. Und wenn du den so tun, dann nicht Freiheit lässt, die Länger dort Verdammnisgefühl, dort Schuldgefühl dran drehen, dann hast du ein gerautet Port in dein Leben gewonnen. Noch ein Ding, wenn wir ständig abhossen, dort wir nicht singen wollen, wenn wir ständig abhossen, dort wir immer nur den Sinn checken. Wir checken, hier habe ich auch getan, oh, ich will nicht diese Sinn tun, oh, Jan will ich nicht auch tun. Und wir checken bis ständig ein Titel, hier will ich nicht auch tun, Jan will ich nicht auch tun. Dann passen wir immer ab, nur den Sinn. Unsere Augen, die sind gedreckt nur dort, wo du erreicht hast, nur den Sinn. Und sie, wie gehen du hin, wo wir hinchecken tun. Wenn du gehen das, dann checkst du immer du hin, wo du gehen wirst. Also, wenn du ständig nur den Sinn checken das, dann wirst du über dem, was du kommst, dort du wirst du hingehen. Ich will die Tauren von dir, da die Augen nur Gott drehen und nur dort, wo du was haben, anstatt wo du nicht haben was. Kijk, wo du kannst mehr Frieden finden, wo du kannst mehr Frieden im Hart haben, wo du kannst mehr Leben kriegen, wo du kannst all die Frucht vom Heiligen Jesus in Epheser Kapitel 5 oder 6 redet von. So, wenn wir kicken dann du, wo wir haben wollen, dann wollen wir über dem du hinkommen. So, den Verstand, deine Gedanken vollfällen mit, wo du haben wirst und wer Gott ist, und steht, wo du nicht haben wirst. Und wenn wir ständig dort sind, ein Schuldgefühl haben, und wir drehen uns mit rum, und in so eine Dinge aus dort, dann fange ich an zu glauben, dass das ich sie, das wir ich sie. Das, was die so tun, jeden will haben. Das Schuldgefühl, das ist in meisten Glauben, und ich das weit, ich fange an zu glauben,
dat ik niet vergeeft zie. Dat is waarom komt dat Eva en ik denk aan du gaan. Du bist vielleicht eine Mama und du bist verdrießlich geworden über deine Kinder. Und du tragst das Schuldgefühl mit, dass du bist bloß nicht eine feine Mama. Du hast nicht Liebe für deine Kinder. Sie, die suchen die Prof, die in Schuldgefühl zu merken, dass du nicht eine feine Mama bist. Bloß wenn du mit verdrießlich geworden bist, nu sagt dir, du bist nicht eine feine Mama. Oder was immer die Sache kann sein. Die suchen sagt uns, dort wird ich da, dort wird ich sie. Während Jesus sagt, und der Heilige Geist sagt, wir sind da, wer heu ist. Jesus sagt, dass ich sie ein Kind Gottes, ich sie herrlich, wenn ich am angenommen habe, dann sie rein. Und so eine Dinge ist dort. So, wie man Unterschied weiten, wer ich sie, wenn ich ein Kind Gottes sehe, oder wenn du suchen mich verlegen, dann sage ich, wer ich sie. Wohnt gleich. Sehen die suchen die Worte, die dort 1000 in 1000 Mal Tag viel sein, wer du bist. Und danach fällst du die so verdammt, dann sage ich mir über dem, na, ich sehe dann auch bloß. Ich schäme mich also sehr, so ich mag bloß arg sein, also will ich mich nicht einmal schämen. Und so, wir fangen an zu glauben, dort, was Jesus tun sagt, wer ich sehe. Und das ist nicht, was Gott will haben. Sie, wenn wir bütrig genug leben, wenn wir anständig das Schuldgefühl annehmen und dort wirklich glauben, dann fangen wir an so zu glauben. Und dann leben wir und fangen bütrig genug zu leben. Gott hat uns genug gegeben, zum rein leben, zum rein Frieden gewissen haben. Und aber wenn ich ständig die merke für das Schuldgefühl, die Schande drehe ich mich mit, und ich fühle mich also Gries, und ich weiß auch nicht, was ich mit dort tun soll. Ich habe Gott aufgebracht, aber ständig habe ich danach das Gefühl. Und das ist, weil ich glaube daran, ich habe dort irgendwie in meinem Kopf, deep im Hort, fängt dort an zu glauben. Und dass ich weiß, dass ich sie geworden wäre, ich sie. Du bist vielleicht, hast vielleicht mal gestohlen. Und ich sage dir, du bist ein Dief. Du bist ein Stehler. Und du hast vielleicht auch alles bekannt, und du darfst dort nicht mehr, aber die suchen sagt nachher mal, du bist ein Stehler. Oder ein Lügner. Oder ein Alkoholiker. Oder was immer der Fall mag sein. Das kann kleine Dinge sein. Ich kann vielleicht ein bisschen mit Afterreden Trouble. Ich gleich einmal andere Geschichten vertellen. Hey, hier ist du mal, was Jana sieht. Was Jana hat letztens zu tun. Die wird in der Stadt bei dieser steht und das wird bestimmt so sein. Und die Geschichten drehen wir ans Ram. Wann wir das tun, du kommst in Gefühl über uns und das weiß wir, das ist nicht ganz reich. Der Heilige Geist sagt uns, du das nicht. Dort ist der Heilige Geist uns Prof zu vermuten. Und der Teufel sagt uns anders. Jesus gibt uns genug, durch zu leben. Wir brauchen dort nichts, das dort. Die Genug von Gott, dort ist die Kraft, um uns zu verändern. Und Gottes Genug kann ich mich nicht verändern. Aber durch Gottes Genug, wenn ich die Genug annehme, kann ich besser werden. Die Genug ist dort, was mir das geben, das ich kann, ändern. Ein bisschen, wenn du Gas in einen Motor hast und du drehst den Motor an, der Motor kann vielleicht ein sehr starker Motor sein. Aber wenn du nicht im Hier sagst, dann wird auch nicht moven. So, der Gas, dort ist der Genug. Und der Motor, dort sind verschiedenste andere Dinge. Also, wir haben die Kraft, Gott gibt uns alles, was uns fehlt, tun dort wie kann, wenn wir bloß wollen. Dort ist ein bisschen die Genug, als Gott seine Kraft, zum Dinge tun, was ich mit meiner Kraft nicht kann tun. Die Genug, als Gott für mich tut, was ich nicht allein kann tun. Und so, dort ist die Genug, was wir brauchen jeden Tag. Und die Bibel sagt, dass es unmöglich und Glauben Gott zu gefallen. Und aber ungenug hast du aber nicht Glauben. Und so, Glauben und Genug, die gehen Hand in Hand. Ein mit den anderen, die gehen immer taub. Und so, ich will die von dem Mut merken. Glaub dir, dass du Kosten rein gewissen haben, dass du Kosten vom Frieden gewissen und leben, und dass die einmal verdammt fühlst, und dass die einmal verpflichtet fühlst. Aber dass die Kosten mit Frieden gewissen leben. Erstens musst du Jesus in dein Hort haben, um dir das Kost tun. Wenn du Jesus in dein Hort kriegst, dann gibt er dir die Genug, die Kraft, die Gas, dass du kannst
ein reines Leben, dort du kannst ein reines Gewissen haben und du kannst ganz frei leben. Und wenn wir dort haben, dann haben die Sünden sehr, sehr verspielt. Und dort wird er nicht will. Dort ist sehr leicht, dass wir anfangen, so zu denken und so zu leben, dort wir fangen so zu glauben, dass ich sie wäre. Wenn ständig die Frucht, wenn ich ständig unrechte Dinge tue, dann fange ich an zu denken, dass ich sie dort, was ich tue, right? Ich fühle mich nicht immer so verdammt, ich fühle mich ein bisschen schlag, ich fühle mich so von, ich habe die vielleicht fehlen, oder ich habe, was immer ich getan habe, zu mir nur, den habe ich vielleicht ein bisschen gut ausgebracht. Oder ich sehe mit stark etwas Speed gefahren in der im Dorf. Was immer dort muss sein, wo die irgendwie mit schuldig fallen ist, und die Suchung wird die immer proben. Und dann kickst du und sagst sie, ja, all die Frucht, all die Dinge, was ich tue, das zu sein, dass ich nicht ein ferner Mensch sehe. Und dann fangen sie an zu glauben, ich sehe nicht ein ferner Mensch. Die Frucht ist nicht gut, der Baum hat ein Schlag sein. Und wenn der Baum Schlag ist, dann ist der Frucht Schlag. Und du darfst du mit kämpfen, Hahn und Dreh. Und die Bibel sagt aber, ich sehe gut, und warum ist die Frucht dann nicht gut? Und wir weiten nicht, right? So das ist ein ganzes Därchen ohne. Aber du nicht vergessen, wann du auch Frucht ist, was vielleicht noch ein bisschen verfühlt ist, ein bisschen mit stetig ist. Der Baum braucht nicht Schlag sein. Die Bibel sagt, dass wenn du in Jesus bist, dann bist du eine ganz neue Person. Das ist alle nie geworden. Da musst du glauben. Und so, wenn du nicht ganz nie geworden bist, dann braucht Gott gibt uns dann die Genug, in wie kann die Frucht gut bringen. Wenn du nu auch 3 verfehlte Apfel anhängst, aber du sind vielleicht 100 sehr schmacke Apfel an dem Baum. Oder für was immer Frucht, die dann alles interessiert, kannst du dann so ein Bild machen. Und so, du willst nicht an denken, dass der Baum nicht einmal Schlag ist. Aber das ist sehr leicht. Wenn ich Schlag die Frucht sei, dann glaube ich, kurz der Baum als Schlag. Jesus sagt, du bist viel besser als dort, wo die suchen, die immer Propheten lehnen. Wenn du die verdammt fühlst, dann hol still und dann kick und sag, frag Gott, wer sagst du, wie ich sehe? Du hast vielleicht Versuchungen. Du bist ganz stark, wirst du versucht worden über verschiedene Dinge in deinem Leben. Was immer deine Schwachheiten sind, braucht die Teufel, um die zu versuchen. Wenn du Trouble hast mit natürlich sein und dull worden, dann wirst du versucht worden. Wenn du Trouble hast mit eidelig sein, dann wirst du versucht worden mit dort. Aber wenn du bist, dann hol mich still und dann denk du an, wo fehl ich mich? Wenn du die verdammt fühlst, dann sei den Teufel Fuß zu Fuß zu gehen, prache auf, du bist an, wenn der Heilige Geist prüft, die nur Gott zu wiesen. Und wenn du gefallen bist, du bist vielleicht sehr, sehr doll geworden. Prache auf und sei Gott, das mir sehr leid. Und dann, frag Gott, wo kann ich mich verbessern hier an? Warum sehe ich so verdrießlich? Der Heilige Geist redet nur die, und er wird die Jahren sein. Sieh, der Heilige Geist, ich nehme hier einmal das Bild an, wenn du ein schmuckes Bild hast, wenn du in eine Statue gebaut wird, und die haben Bettel und einen Hummer, und die klappert der Atem auf, und das fängt über dem eine schmuckes Form zu geben. Und das gibt ein feines Statue, was du was abstellen somewhere. Und du hackst was aus, und Gott braucht, was immer du hast in uns Leben, um das Schmuck zu machen. Und so, von hier werde ich die Mut merken, gib den Zutun nicht die Hand, dass die verdammt fallen wirst, und ständig ist dort dran, yes. Hol die nicht nur dort, was Gott will, von dem, was Gott sein lässt, über die, und nicht ständig an denken, in die du handelst, was du nicht wirst tun. Aber kick du an, was du wirst, wo du wirst wollen. Du wirst freundlich sein, du wirst dein, du wirst geduldig sein, du wirst Frieden haben und verschiedene so eine Dinge dort. Dann wirst du ankommen. So, gib den Zutun nicht eine Hand, nicht der ob, wann wir uns schuldig fühlen. Wenn wir bis uns halt nicht looten, dass uns kann die Schuld gefällt und die schon abschlappen,
Wenn wir sagen, no, von so habe ich nicht, ich habe gekannt, Gott sagt, ich sie rein und ich sie herrlich, dann dort wäre ich sie. Und ich brauche mich nicht ständig schuldig fühlen, in ganzen Raum gehen, so ein kleiner Warm sie. Und mir so viel, naja, ich sehe, ob man was mir. So, dann so leicht talen, und so leicht roten, dort leicht die Suten Säure. Und wir, besonders Teacher, haben gelehrt, dass wir sollen demütig sein, und wir können uns nicht mit anheben und sagen, ich sehe noch was. Dann bleiben wir futz, oh ja, da geht man seine Nase mit hoch, nicht so? Und du so, wie glaube ich mal, mit von lernen sein, es ist okay, wenn wir mit der hohen Nase gehen. Weil wir müssen nicht Beruf sein. So, von der, weil ich die Mut merken, durch die nächste Werk, pass mal ab, wo die fallen ist, wie viel von der Schuldgefall drehst du die mit? Und wenn die Antwort ist, dass die das Schuldgefall mitdrehen ist, schneid du Fuß auf, prache auf und sag, Gott, vergib mir für even den Sutun Luten, mir das abschlagen. Nu sehe ich heilig. Und pass mal ab, und ich glaube, du wirst anfangen, ganz anders Leben haben. Du wirst kann leichter sein, das wird nicht so schwer sein, und dein Leben wird scheiner gehen. Weil wir noch heute beten, und Gott wird ihn segnen. Himmlische Vater, ich danke dir, dass du uns alle hast, das Gewissen gegeben, dass wir können weiten. Du, der Heilige Geist, rätst du uns. Aber die Zutun braucht das auch. Und ich bete ganz besonders von dir, dass du was uns die Gnade geben kann, nu zu weiten, wo die Grenze ist, wo du uns brauchst zu tragen, oder wo die Zutun uns die Schande, das Schuldgefall geben wird. Gott, gib uns die Gnade nu, ein reines Leben, ohne wir verpflichtet sind, dass wir können, so dort weiten, wer du bist. Du uns auch lernen, wer wir sind in dir. Jesus, du hast mit dem Blut uns gekauft und du sagst, wer wir sind. Du hältst viel von uns. Du bist höchst interessiert über uns und du wirst jeden gleichen, zu weiten, wo uns das geht, wie kann die das sogar vertalen, even though du weiten das all. Gott, ich danke dir von wer du bist und du jedem Zuhörer, wer das hier sitzt, segnen und musst du an wirklich genug sein. Im Namen Jesus bete ich. Amen. Ich wünsche dir ein sehr schönes Werk. Gott segne uns.